Startschuss für Teil 2 im Duell der Dauercamper. Auch heute geben die Camper auf ihren Parzellen wieder alles, um den Sieg nach Hause zu fahren. Hör mal, die arme Schraube, die jammert. So. Drei Pärchen aus NRW haben sich spannende Bauprojekte ausgedacht und stellen sich dem Duell der Dauercamper. Insgesamt haben sie 3 Wochen Zeit, ihre Projekte umzusetzen und bekommen von uns 1.000 €, um ihre Parzelle mal so richtig wieder auf Vordermann zu bringen. Wir haben Halbzeit und deshalb mein Tipp für unsere 3 Duellanten: Vermeidet die 3 großen Vs. Vermessen, versägen, versagen. Fehler kann man sich jetzt nicht mehr erlauben, denn die Konkurrenz ist groß und nur einer kann unser Duell gewinnen und seine Parzelle mit diesem tollen Pokal schmücken. Los geht's! Im Tecklenburger Land, fast an der Grenze zu Niedersachsen, liegt der Campingplatz am Herthasee. Ulrike und Manni hatten sich fest vorgenommen, das Duell zu gewinnen. Doch dann kam der Schimmel. Oh je, das sieht schlimm aus da oben. Das ist alles vergammelt darunter. Mir fehlt Zeit. Auf jeden Fall. Also ist schon schlimm. Am Niederrhein auf dem Campingplatz Wachtenbrink läuft es rund. Sabrina hat dank der Hilfe von Papa Peter alles im Griff. Vater macht. Vater macht. Passt. Mitten im Münsterland auf dem Campingplatz Brockmühle campt Erwin. Der 77-jährige Rentner hat sich viel vorgenommen. Nur geschafft hat er bis jetzt eher wenig. Oh, wir haben einen Fehler gemacht. Warum? Der Baum ist im Weg, hier kann keiner sitzen. Weil ich bin schon am Pusten. Höchste Zeit für Erwin, seine Konkurrenten einzuholen. Mit Stiefmütterchen hat er die ersten Schritte Richtung Blumenmeer gemacht. Jetzt folgt das nächste Projekt. Hier, die Jungs stehen doch jetzt auf der Terrasse, die sie letztes Mal gebaut haben. Das sieht doch echt toll aus. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass da doch sowas Tolles raus wird. Haben sie super gemacht. Also ich habe jetzt vor, das Vorzelt um auszubauen. Und zwar in Balkenbauweise, wie man ein Fachwerkhaus baut. Stützen, Querträger rein, bla bla bla. Hier haben wir einen Plan. Hier steht also der Wohnwagen. Und diese Konstruktion, die man jetzt hier sieht, diese großen, diese lange Linie und die ganzen Senkrechten, die bauen wir heute noch ein. Wenn man sich das Projekt mal anschaut, da ist echt einiges zu tun, wenn er so ein ganzes Vorzelt jetzt da aufbauen möchte. Vorhaus muss man ja eigentlich sagen. So wie Erwin das plant. Hinter seinem Wohnwagen hat Erwin die ersten Pflanzen für seine kontrollierte Wildnis gesetzt. Im Vorgarten hat er die neue Terrasse gebaut. Heute folgt das Vorzelt. Zu guter Letzt möchte der Rentner ein Blumenmeer pflanzen, durch das seine geliebte Modelleisenbahn fahren kann. Erwins treuester Helfer Heinz ist heute noch nicht aufgetaucht. Dabei wäre seine Hilfe wirklich vonnöten. Wer weiß halt, dass ich hier Arbeitsmaßnahmen habe. Und dann erwarte ich von ihm, dass er mal ab und zu gucken kommt. Ach, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Wer hat denn so eine Scheiße gemacht? Guck mal hier, du ziehst das alles mit, das bringt nichts mehr. Die Flex jetzt hier, Schluss. Ja. So, da wird abgeflext, hier, genau hier. So, alles raus, was Rohr ist. Weg jetzt. Auch ohne seinen besten Freund Heinz ist bei Erwin schon wieder Dampf auf dem Kessel. Das Metallgestänge soll durch Holz ersetzt werden. Das kann Erwin nicht alleine. Also müssen die Männer heute fertig werden. Sascha, ja. Ohne jetzt Kritik zu üben, ein bisschen weiter war nicht mehr drin. Nee. Gut, fertig. Zusammenbauen, ab, fertig. Das muss genau passen, sonst bin ich damit nicht einverstanden. Aber ich kann doch den Jungs nicht immer sagen, nee, das gefällt mir nicht. Dann schmeißen die Brocken und machen nichts mehr. Für sein neues Vorzelt möchte Erwin 750 seines 1.000 € Budgets ausgeben. Außer dem Holzständerwerk will er von dem Geld später noch Holzverkleidung und Scheiben kaufen. Ja, nee, das nur so machen, ist halt gelungen. Gelungenes Werk, ist schön. Aber die Hütte bleibt offen, bis der nächste Akt startet wieder. Das kriege ich nicht gebacken. Also ihr habt ja eigentlich im offenen Rohbau aufgehört. Vielleicht noch so ein bisschen Plane drüber werfen, das wäre jetzt aber eine Idee gewesen. Aber naja, so müssen wir dann einfach hoffen, dass die Konkurrenz keinen Regentanz macht, ne? Nach 6 Stunden Maloche kehrt Ruhe ein. Und Erwin bleibt mit seinen Blumen allein. Wenn ich zur Ruhe komme, so, und es geht langsam an die Bettzeit,
dann ist das ein bisschen schwer. Ohne Partnerin, wenn du das dein Leben lang gewohnt bist mit einer Partnerin, dann ist das doch schwer. Da kannst du den Hund noch sehr gerne in den Arm nehmen. Das ist keine Frauenhund. Ich dachte, das wird Zeit, dass mal wieder eine Frau ins Haus kommt, die man auch mal streicheln kann oder was. Ne? Der Hund lässt sich auch gerne streicheln. Aber der sagt dann immer Dankeschön, nichts. Nee, also es geht nichts über eine Partnerin. So, das war jetzt schön. Ulrike und Manni Mehler haben sich Hilfe von Sohn Stefan geholt. Die ist auch dringend nötig, denn die Camper haben noch ordentlich zu tun. Ihre verschimmelte Schlafecke hat den Zeitplan völlig durcheinander gebracht. Auch wenn der Horror jetzt beseitigt ist. Also der Schimmel, der war nicht ganz so schlimm, wie es erst aussah. Ich habe ja da meinen Schock fürs Leben bekommen, aber der war echt nicht so schlimm. Wir haben das mit so einem Schimmelentferner eingesprüht und schon am ersten Tag hat man gesehen, dass es gar nicht so schlimm ist. Es war nur oberflächlich, ich denke vom Schwitzwasser. Vom Schwitzwasser? Ist ja die Frage, was passiert da in diesem Wohnmobil? Die Mehlers haben sich viel vorgenommen. Sie wollen für ihre Enkel ein Feuerwehrauto bauen und auf dem Autodach ein Sonnendeck für Ulrike. Ihre in die Jahre gekommene Schlafnische ist vom Schimmel befreit und kann jetzt modernisiert werden. Außerdem vergrößern sie ihre Terrasse und bauen sich eine schicke Blumenbank. Ulrike und Manni legen einen Zahn zu, denn das Feuerwehrauto ist noch immer nicht fertig. Mit dem Äußeren vom Feuerwehrauto bin ich ja zufrieden, aber innen drin gefällt mir das noch nicht. Also wenn ein Außenfeuerwehrauto sein soll, dann müsste innen auch die Einrichtung so sein. Zwischen kaputten Autos sucht Ulrike zusammen mit ihren Enkeln nach brauchbaren Teilen. Schrottplatzwart Jens Ebler zeigt der Camperin seine Schätze. Das habe ich auch schon geholt. Ja, super. Wenn das passt, ist ja, das gut? Klar. Boah. Wollen die das Ding auch fahrbereit kriegen oder was? Oder was haben die mit dem Feuerwehrauto vor? Zum Schluss hat der Schrottplatzwart noch eine besondere Überraschung für Ulrike und ihre 3 Nachwuchsfeuerwehrleute. Licht und Krach auf euer Feuerwehrauto machen könnt. Und? Sowas ist ja die Wucht in Tüten. Oh, Julian, guck mal. Habe ich schon gesehen. Oh, super. Wenn die Sirene jetzt noch funktionsfähig wäre, ja, dann liegt die Ulrike bei sich oben auf der Sonnenterrasse und wenn das heißt, ich muss mal wieder mit Sonnenmilch eingeschmiert werden, dann drückt sie einfach auf die Sirene, da blinkt alles und Manni MacGyver muss kommen. Das wäre jetzt mal eine Idee für euch. Manni, der wird mehr als zufrieden sein. Ich hoffe auch, dass er dann alle Teile gut einbaut, weil das wird noch schwierig werden, glaube ich. Aber mein MacGyver kann auch sowas. Manni ist ein Nostalgiker. Er liebt es, alten Dingen neues Leben einzuhauchen. Opa, das war ein Einkauf. Super, super. Oh, toll. Du glaubst es nicht, was wir alles gekriegt haben. Wow. Scheinwerfer. Und da ist auch noch was im Kofferraum. Da wirst du Augen machen. Oh. Boah. Ja, das ist doch wohl. Zeig mal, ich hol das mal raus. Ja, weil das eine ist. Das Boah. war ja wohl die erste Sahne. Das ist ja wohl klasse. Das ist die erste Banane. Also diese Feuerwehrsirene, das ist wirklich eine Überraschung. Das ist ganz toll. Wenn die richtig sauber gemacht ist, das sieht richtig klasse aus, oben auf dem Haus, mit Sicherheit. Meine Frau, die kann man wirklich losschicken. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ganz toll. Der Manni, der liebt nicht nur seine Frau und seine Familie, der liebt auch sein Projekt. Also der ist ja mit vollem Herzen dabei. Der ist ja niedlich. Dass die mit so einem Teil ankommen, da habe ich nicht mit gerechnet. Das ist super. Ich
freue mich doch selbst, dass es so schön ist. Echt ganz, ganz toll. Die Dauercamper haben keine Zeit zu verlieren. Die Uhr bis zum großen Finale tickt und noch ist nichts fertig. Während Ulrike ihre Schlafecke streicht, kümmert sich Manni ums Feuerwehrauto. So, Fabian, Bastian, Julian, der Lenker ist drin. Wir können fahren. Wer will mitfahren? Hinsetzen. Für ihren heutigen Einsatz hat sich Ulrike eine Belohnung verdient. Die kleine, selbstgebaute Wanne wird zur Wellness-Oase. So, Ulrike, dein Wasser ist warm. Kannst reinsteigen da in deine Wanne. Ach, super. Hast du auch die richtige Temperatur? Perfekte 40 Grad haben wir. Ah, ein bisschen Schatz. Der Tag heute, der war super. Die größte Überraschung war natürlich, als Ulrike vom Schrottplatz kam und dieses Feuerwehrschild dabei hatte. Der kam mit den Tränen in den Augen. Ich kann da jetzt noch nicht drüber sprechen. Also, das fand ich einfach toll, dieses Teil. Aber ich muss sagen, wir haben auch noch jede Menge zu tun. Also, ob wir das alles schaffen, wir müssen es ja schaffen und wir werden es auch schaffen, aber es wird schwierig, mit Sicherheit. Früh am Morgen auf dem Schermbecker Campingplatz Wachtenbrink. Auf ihrer neu erbauten Philosophenbank ordnet Sabrina zunächst in Gedanken die Baustelle. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sabrina sitzt da so mit ihrem philosophischen Kaffee auf der Philosophenbank und philosophiert da mal so in die Parzelle hinein. Ja, da muss das ja eigentlich erfolgreich werden ab jetzt so, oder? Der Stand der Dinge ist momentan, dass wir an der Philosophenbank weitergemacht haben. Wir haben die ersten Schindeln angebracht und die Innenverkleidung hier angebracht und die Sitzfläche fertig gemacht. Und ansonsten gleichen wir jetzt gerade schon etwas den Boden aus für die Hochbeete und den Zaun für die Sonnenterrasse. Und ja, und ich habe schon wieder ein paar Paletten angeschafft. Sabrina und ihr Vater kommen gut voran. Sie haben schon die neue Holzterrasse gebaut, auf die jetzt noch Gartenmöbel aus Paletten kommen. Außerdem haben sie die sogenannte Philosophenbank fast fertiggestellt. Auch die alte Regentonne wird noch mit Holz verkleidet. Schließlich entsteht noch ein Hochbeet, ebenfalls aus Paletten. Zunächst arbeitet Sabrina aber an der Philosophenbank weiter. Für die hat sie eine jahrtausendealte Dachbedeckung gewählt. Holzschindeln, passend gesägt aus Paletten. Das Wichtige ist ja hierbei, dass die alle so ein bisschen krumm und schief dran sind. Also das heißt in der Höhe so ein bisschen versetzt und auch die Stoßkanten überlappen. Ja, ich hätte jetzt einen Tipp für die Sabrina. Wenn das alles so ein bisschen krumm und schief sein soll, dann könntest du vielleicht auch mal den Erwin fragen, ob der rüberkommt. Das war nur ein Spaß, Erwin. Nimm's mir nicht böse, aber den hatte ich einfach jetzt so auf der Zunge liegen. Ja? Gut 300 Schindeln verarbeitet Sabrina. Das sind etwa 8 Paletten. So hat sie sich Geld für teure Dachbedeckung gespart. Denn eine Palette kostet nur 15 €. Auch bei den Hochbeeten achtet sie aufs Geld. Von Campingplatzchef Marc bekommt sie günstige Erde. Mahlzeit erstmal. Hallo. Guten Tag. Sonst klappt alles? Geht so. Geht so? Geht so. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die Schindelbank hin tun. Die vielleicht irgendwo erstmal da hinten hinstellen. Marc hat als Campingplatzbetreiber die Bauprojekte seiner Camper im Blick. Schließlich darf man nicht alles überall hinbauen. Rein rechtlich ist das natürlich wieder eine bauliche Einrichtung. Ne? Genau, und deswegen hat sie ja unten Räder. Alles klar. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass das alles so in Ordnung geht und dass ich nichts abreißen muss und dass die Gedanken, die wir uns gemacht haben hierzu, dann auch richtig waren. Und ja, also bin ich schon sehr zufrieden. Die bewegliche Philosophenbank gilt nicht als festes Bauwerk. So hat Sabrina die Baubestimmungen einfach ausgetrickst. Aus weiteren Paletten zaubern die Dauercamper nicht nur Terrassenumrandung und Hochbeet. Die Lampe ist einfach so entstanden aus der Situation raus, dass wir uns gedacht haben, wir müssen irgendwo einen vernünftigen Abschluss haben. Palette, so, Abschluss sieht doof aus. Also hat Vater sich mal Gedanken gemacht und hat was gebaut. Lampe. Außerdem verwandeln die Camper noch einfache Holzplanken in ein Sofa. Komm, put, 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 komm. Put, put, put. So, dann hock dich auf dein Sofa.
Mein Ehrgeiz, und ich denke, ich spreche auch für die anderen beiden, ist so groß, dass wir sagen können, wir werden das gewinnen. Ich hätte gerne noch eine zweite Bank geschafft. Ließ sich aber jetzt nicht realisieren. Ja, da muss man natürlich sagen, also wer da nur eine Bank realisieren kann in der Zeit, da ist ja wirklich eine Katastrophe. Ne? Wobei alles im Gegenteil, also wirklich, die können echt stolz auf sich sein. Bei Sabrina läuft es. Klare Ansage an die Konkurrenz. So, wenn ihr glaubt, ihr werdet gewinnen, dann solltet ihr euch mal unsere ganzen Projekte hier ansehen, die wir schon fertig haben. Ich denke nicht, dass ihr das schafft. Was sagst du? Also ohne überheblich zu wirken, würde ich sagen, um das zu toppen, muss schon richtig was kommen. Also ich glaube auch, wir sind diejenigen, die gewinnen werden. Da stinkt aber unser Feuerwehrauto ganz gewaltig gegen an. Das kannst du dir mal hinter die Ohren schreiben. Das Ding sieht aus wie so ein altes Hexenhäuschen, ja, würde ich sagen. Da passt der Name Sabrina. Große Klappe, viel dahinter. Beim Feuerwehrauto von Ulrike und Manni hat sich einiges getan. Alle Bauteile haben ihren Platz gefunden. Jetzt arbeiten sie an der Kuschelecke, denn alte Liebe rostet nicht. Dieses Kuscheln, das funktioniert nicht auf dieser Besuchercouch, weil der Untergrund einfach zu hart ist. Viel besser kann man kuscheln in so einem schönen, warmen Wasserbett. Für die Renovierung ihres Schlafzimmers haben Ulrike und Manni durch Restposten und Sonderangebote gerade mal 85 € ausgegeben. Oh, das sieht ja schon gut aus. Ah, da macht das Arbeiten Spaß. Schön. Aber der ist noch faltig, da müssen wir noch was dran tun. Ja. Du machst doch immer so. Ich mache immer so, ja. Du machst immer so. Los. Ja, Leute, jetzt pass auf, nicht zu viel da wieder rumhüpfen und rumspringen, sonst haben wir wieder Schwitzwasser. Und dann ist wieder alles verschimmelt. Dann fangen wir wieder von vorne an. Auf Heizschlangen und Bettgestell Marke Eigenbau kommt jetzt die neue Wasserbettmatratze. Die ist nur 1,20 breit. Das ist schon für 2 Personen ja, ziemlich klein, aber für uns nicht. Also übereinander legen braucht man dann nicht. Man kann auch seitlich schön zusammen kuscheln. Wir haben 38 Jahre geübt, das klappt jetzt. Wasser läuft. Ja, ich hör's. Nur noch wenige Tage bis zum großen Finale. Und draußen haben die Dauercamper noch einiges zu tun. Der Teppich muss weg, der Schlauch muss weg, der Blumenkübel muss weg, alles muss weg. Ulrike wird heute handwerkern müssen, weil ich es alleine einfach nicht schaffen kann. Die muss mir mithelfen, geht nicht anders. Wow. Das sind meine Handschuhe. Also das ist jetzt Erde und nass und ich mag sowas nicht. Wow. Ja, Ulrike, auf dem Weg zum Glamping wird es halt auch mal Ja, aber damit es hinterher richtig schön ist, muss man sich halt vorher mal die Hände dreckig machen. Diese Arbeit ist schon eher nach Ulrikes Geschmack. Wandtattoos geben den Schlafzimmerwänden den letzten romantischen Schliff. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Boah. Oh ja, das kann man sogar lesen von hier. Ja, schön. Sieht gut aus. Wochenlang haben die Melas daran gearbeitet. Nun ist die kuschelige Schlafnische endlich fertig. Also ich fühle mich hier wie im 7. Himmel. Glamping sieht so aus, wie wir hier jetzt liegen und das in so kurzer Zeit, Hand in Hand gearbeitet und da sieht man wieder, was man sich vornimmt, kann man auch schaffen. Aber das Duell der Dauercamper ist längst nicht gewonnen. Mit der neuen Blumenbank wollen die Melas dem Sieg ein Stückchen näher kommen. Schöne Frauen haben auch schöne Blumen verdient. Auf jeden Fall. Die Blumenbank mache ich meiner Frau zuliebe. Unser Eins wird jetzt sagen, ja Schatz, ich bringe dir nach 2 Jahren mal wieder einen Blumenstrauß mit. Er baut direkt eine ganze Blumenbank. So sieht's in mir aus. So, jetzt kannst du gleich gucken, wie das aussieht, ja, wenn da eine Blume drin ist. Das erste Blümchen ist drin. Sogar mit Hase. Bisschen höher noch. Ja, guck mal, wie toll das aussieht.
Also ich glaube schon, dass die Mitduellanten sich auch tolle Projekte ausgesucht haben. Und die werden sicher auch viel arbeiten daran. Aber so viel, wie wir hier gemacht haben, können die nicht gemacht haben. Und wir werden gewinnen, nicht die anderen. Eine eindeutige Botschaft. Auch für die Konkurrenten. Ihr wisst nicht, was Glamping ist? Unser neues Wasserbett, das ist Glamping. Kein Wasserbett, keine Chance. Statt Camping, Glamping. Ja, Glamping ist das Wasserbett. Der Rest von Camping ist noch da, aber da vorne steht dann Klee. Was ist das Klee? Wofür steht das Klee? Wasserbett, das steht für Aquawasser. Der Dirk, der hat ein Wasserbett gehabt, das ist ihm ausgelaufen. Da war groß Palaver in der Wohnung. Deswegen kein Wasserbett für den, bei mir nicht. Bei Erwin im Münsterland ist viel passiert. Der Vorbau ist fast fertig. Nur für die Seite muss er noch Scheiben kaufen. Kosten 100 €. Als nächstes werden wir die Plane abnehmen, Scheibe rein, drüben das gleiche, Plane runter, Scheibe rein. Ich denke mal, dann haben wir unser Pensum für heute aber geschafft. Warum du musst gerade heute machen, so schnell jetzt und so? Ja, erstmal weißt du, dass ich ein Hektiker bin, ich habe sowieso keine Ruhe. Und zweitens, meine neue Freundin kommt gleich. Er hat eine neue Freundin. Hat er sich ja so gewünscht die ganze Zeit. Das ist natürlich, ja Junge, da muss ich jetzt richtig Gas geben. Also wenn die jetzt da ins kontrollierte Chaos kommt, jetzt seht mal zu. Also, los. Apropos, was ist das für eine? Was das für eine ist? Ja. Eine kleine, Hi. eine zierliche, hübsche, Hi. eine richtig liebe. Seit 2 Wochen kennt Erwin seine neue Freundin Marlene. Klar, dass er sich jetzt besonders ins Zeug legt. So, das war jetzt das Endmaß. Jetzt müssen wir das Mittelmaß nehmen. Das ist 3. So, das Ding dann jetzt rüber. Auf deine zweite Markierung, ne? Mittig. Mittig, ja. Mitte kannst du doch gar nicht sehen. Die Strich siehst du doch gar nicht mehr, den Strich. Ich sehe das doch hier. Doch, guck mal hier. Zieh den doch hoch mit dem Bleistift. Groß, ja. Zieh ihn doch hoch, dann sehe ich ihn doch auch. Fertig? Ja, passt doch. Nee, die nicht. Das sehe ich von hier aus, dass das nicht passt. Das ist schief, die Blase. Die ist 1 Millimeter raus. Und da ist eine ganze Ecke im übertragenen Sinne. Wenn es ihm halt zu stressig wird, dann wird er hektisch und dann macht er so ein... Ob das so was wird mit dem Sieg? So, fertig. Erwin, da ist die Linie, die du gekennzeichnet hast. Die hat jetzt keinen Wert mehr. Nee? Nee. Gut. Sind wir da mitten auf dem Holz? Nee, ne? Nee. Ja, das ist aber vielleicht eine Scheiße jetzt. Machst du dann erst das Mittelmaß, dann machst du das Erstmaß, Letztmaß, dann machst du 3 unterm Strich, dann überträgst du mich das im bildlichen Sinne. Ja, und dann hast du das hinterher auf 1 Millimeter falsch. Ja, das ist einfach das Problem, ne? 5 Zentimeter ist das zu weit nach da gerutscht, der Pfeiler. Komm, lass doch stehen, damit wir mal endlich in die Gänge kommen. Ja, du brauchst keine Experimente damit machen, nur halten eins. Ne, meinen alle, du kommst vom Zirkus als Künstler oder was? Und das Gleiche nochmal auf links. Mit der gesammelten Erfahrung sitzt der zweite Balken auf Anhieb. Hör mal. Eine Scheibe dran. Die arme Schraube, die jammert. So. Ein Viertel ist leider den Bach runtergegangen. Das mache ich aber die Woche über ganz alleine. Das ist so wie der verspätete Zug. Wenn der auf freie Strecke kommt, der gibt dann goldenen Gummi, der holt auch die Zeit wieder raus. Und das muss alles noch verschwinden, damit ich hier ein richtiges Umfeld kriege. Das ist mein Ziel, genauso mit den bunten Blumen nachher. Das ist nicht das Endgültige da vorne. Das will ich hier bunt haben und alles picobello. Aber die Baumaßnahmen bringen das mit sich. Ne? Also Feierabend für heute. Und gerade noch rechtzeitig. Hast du so lange gesteckt? Komm du mal her. Zu Hause in der Kemenage. Gut, dass du wieder da bist. So, jetzt willst du doch sicherlich wissen, was wir heute alles schon geschafft haben, ne? Ja, das sehe ich ja. Das siehst du schon. Ja, dann zeig mal, was wir alles gemacht haben. Alles schöner. Ja, das ist richtig. Alles schöner, ja, ganz genau. Marlene scheint mit ihrem Erwin zufrieden zu sein. Das war ja wieder auf 1 Millimeter. Wenn er sich jetzt mit der Hand vermessen würde, wie gerade um 5 Zentimeter, dann könnte er zupacken. Das wäre doch nicht schlecht. Ich mache ihn gut leiden. Sein Kaiser Wilhelm Schnäuzer. Und dass er immer so emsig ist, also das beeindruckt mich. Er lässt sich überhaupt nicht hängen und immer sieht er alles und dann kann er auch alles. So kreativ. Ja, ich würde wünschen, er würde gewinnen. Wer sollte sonst gewinnen? Nee, er soll gewinnen. Fertig. Jedenfalls habe ich so die Absicht, noch mal eben bei dem schönen Wetter eine Runde zu drehen. Marlene mit daneben, ne?
bestimmt Eis essen. Und wenn ihr nicht sofort abhaut, dann tritt ihr beide hinten rein. Ja gut, ich gehe schon mal. Ab dafür. Los, So. geht Gummi. Tschüss. Lampe hier lassen. Ja, okay, Lampe ciao. hier lassen. Marlene, schönen Abend noch. Wenn man auffallen will, muss man so einen Oldtimer haben. Was für eine Ehre. Eine Fahrt in Erwins Spider. Sehen wir die gerade verzweifelt geguckt haben alle. Hat ja nicht jeder. Nee. Und dann hat vor allen Dingen jeder so eine hübsche Frau an Bord wie hier. Ah, Geh schnell. In Schermbeck tauscht Camperin Sabrina die Säge gegen ihre Küchenwaage. Oh, guck mal hier, die Küche. Das sieht ja auch super aus, ne? Auch alles übrigens selbst gebaut und aus Palettenholz. Also, ja, die haben's drauf, muss man sagen. Ich backe heute einen Kuchen bzw. Muffins für meine fleißigen Helfer, also mein Vater und den Erhard. Ist zwar jetzt kein Mad Eagle, aber Muffins gehen auch immer, finde ich. Eine Stärkung haben sich die Männer auch verdient. Seit unserem letzten Besuch waren sie fleißig und haben eine weitere Bank und einen Tisch gebaut. Herzmuffins. Ja, sogar im Boden. Schön. Ich nehme einen in Rot. Grün. Ich wollte jedem mit einmal Danke sagen, ne? Also so ein Vorab-Danke, einfach nur mal so zwischendurch. Ja, sie hat mir so viel am Helfen und irgendwie kann ich das, glaube ich, auch gar nicht mehr gut machen. Nee, kannst du auch nicht. Dann können wir ja gleich richtig loslegen. Mhm. Mhm. Ne? Jo. Mach mal jetzt gleich das Fass. Ja, mit Kuchen geht es gleich schneller. Wenn ich an der Säge stehe, dann geht das ruckzuck. Und dann sind wir 2 Stunden, 2,5 Stunden sind wir fertig. Zur Erinnerung, der unansehnliche Wassertank soll in ein überdimensionales Weinfass verwandelt werden. Ja, ist richtig. So, nochmal die gleiche Länge. Beim Handwerken ist Peters Credo Präzision, Präzision, Präzision. Nur was hundertprozentig passt, darf bleiben. Ich bin total schief. Schief ist Englisch und Englisch ist Ich unmodern. sag doch, es ist schief. Das ist ja scheiße. Ja, komm mal her. Ja. Von der Säge verbannt widmet sich Sabrina einem zarteren Projekt. Ich habe hier meine vorgezogenen Pflanzen. Also das habe ich jetzt zum allerersten Mal gemacht, dass ich mal so Pflanzen in so einem kleinen Behältnis vorziehe. Wir haben unter anderem Kohlraben, das ist Porree und das sind entweder Bohnen oder Kürbisse. Das weiß ich nicht mehr. Und genauso wie das. Also das habe ich vergessen. Aber das werde ich sehen, wenn es dann wächst, hoffe ich. Egal ob Kürbis oder Bohne. Damit die Pflanzen wachsen, hat Sabrina einen Tipp. Ich spreche schon ein bisschen mit meinen Pflanzen. Ich denke jetzt nicht unbedingt, dass sie mich verstehen werden, aber ich habe halt immer die Hoffnung, dass sie dann auch wirklich gedeihen. Außerdem habe ich da niemanden zum Reden. Also kleine Pflanze, da setze ich dich mal ein bisschen aus und dann hoffe ich mal, dass wir das Duell der Dauercamper gewinnen, weil du nämlich so schön grün bist und auch kräftig aussiehst. Ich glaube, du wirst eine Bohne. Kann aber auch eine Gurke sein. Mal gucken, was er nachher wird. Wiese. Dankeschön. Maxet. Ich möchte unbedingt diesen Pokal haben, der da oben auf dem Dach dann aufgestellt wird. Dann wird er angestrahlt mit ganz vielen Lampen und alle können sehen, hey, die haben gewonnen. Leser, ne? Also der wird dann bei euch richtig inszeniert. Gebt Gas, dann gehört er euch. Das Duell der Dauercamper kann allerdings nur der gewinnen, der all seine angekündigten Projekte auch in die Tat umgesetzt hat. Boah, das wird echt ein hartes Rennen. Welcher unserer 3 Dauercamper wird mit seinem Bauprojekt das Duell gewinnen? Sie werden es erfahren in unserem großen Finale. Ich freue mich drauf und auch auf Sie. Machen Sie es gut.